Hi, hier ist wieder David von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal wieder aus dem Hause G-Shock. Schaut euch das bitte mal an. Flare Wet Sondermodell 40 Jahre G-Shock. Die Jubiläumsfeiern stehen an. Ja, eine schöne GWG 2040 FR1 AER. Eine ganz tolle Uhr. Flare Wet heißt das gute Stück. Und zwar, wenn ihr hier nochmal seht, das Thema ist die Sonneneruption. Und die findet sich in der Lünette wieder. Ziemlich abgefahren, weil dort befindet sich auch ein Lumen drin. Ja, und die Uhr macht richtig gut was her. Es wurde auch eigens ein eigenes Logo hier kreiert für die 40 Jahre. Die Feiern stehen an, 1983 gegründet und 2023 sind es 40 Jahre. Und G-Shock startet jetzt schon mit einigen Sondermodellen. Und wie gesagt, es gibt zwei Flare Wets. Ich zeige euch jetzt gleich die andere. Das ist die MTG-Variante. Das Video ist praktisch zeitgleich online gegangen. Ich habe beide Videos online. Ja. Hier beide. Einmal auf dem Kopf. Mega. Also auch am Handgelenk tragen sie sich richtig gut. Ich habe ja schon ein paar MTGs und auch die GWGs habe ich ja schon ein paar Tests gehabt. Auch Videos. Links wie immer unten in der Beschreibung. Und auch zu dieser Uhr habe ich schon ausführliches Review im Blog mit ein paar coolen Fotos. Schaut mal rein. Link wie immer auch unten in der Beschreibung. Und die Uhr hat ja bei mir schon einige Härtetests durcherlebt. Auch unter anderem bei dem G-Shock Event. Natürlich nicht die, sondern ein anderes Modell. Und diese Variante hier, ja, hier sieht man auch schön auf der Krone. Hier an der Schließe 4 Sterne, 40 Jahre. Das ist alles in so einem Bronze-Ton gehalten. Ja, ist auch richtig was los hier, ne? Guckt euch das mal an hier. Stark, oder? Ja. Ich mache gleich ein kurzes Hands-on. Verpackung und ähnliches habe ich noch nicht. Die Uhren kommen praktisch jetzt raus, sind jetzt bestellbar im G-Shock Store. Auch im echten Store in Hamburg könnt ihr die Uhr kaufen. Schaut dort mal rein, wer da in der Nähe ist. Der kann sie dann auch vorher schon mal an den Arm legen und gucken, ob das überhaupt das Richtige für einen ist. Wer es ein bisschen filigraner haben will, wählt die MTG. Die ist ein bisschen seriöser, und wer raus an die frische Luft will, ja, der wählt die GWG. Das ist echt, das fand ich ja sowieso schon immer bei den Master Modellen. Hier ist halt richtig was los, ne? Ja. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Hands-on. Der erste Eindruck, ja. Schaut's euch an. Jeder, der die Master kennt, kennt auch das Darth Vader Gesicht. Ich finde es ja nach wie vor mega. Dieses Design dieser Uhr, echt der Knaller. Und jetzt noch mit Flare Wet. Die Sonneneruption lässt grüßen. Echt ziemlich geil. Ja, und das Coole ist, guckt euch dieses brachiale Teil an, ja. Sie ist noch leichter als die MTG. Das ist unfassbar, finde ich. Super verarbeitet wie immer. Also, ich finde es auch super, dass sie jetzt 2 Versionen rausgebracht haben. Die Master und die MTG, beide in Flare Wet. Beide zum 40-jährigen Jubiläum. Die Spiele mögen beginnen. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber das ist hier schon wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut alles. Das Armband ist ja wieder wie immer aus Resin. Kennen wir ja bereits von anderen Modellen.
welches auch in verschiedenen Farben vorliegen kann. Hier jetzt natürlich bei der Flare Red in schwarz, schön mit dem Schriftzug drauf. Ja, interessant ist halt auch die Doppelschließe. Das Ganze sitzt dann halt auch richtig fest. Sobald das hier drin ist, ist das einfach, das rutscht dann halt auch nicht mehr. Und auch selbst wenn man das hier rausziehen will, das hängt richtig fest. Also wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Also dass man die Uhr verliert, da muss man schon sonst irgendwas machen. Ja, also Resin ist hier auf jeden Fall definitiv eine super Wahl und es ist eben nicht staubanfällig. So, dann machen wir die Uhr mal ins Handgelenk. Das ist aber auch ein Biest, Leute. Echt riesengroß. Hier, ich bin hier schon im vorletzten Loch. Ne, 2 noch, 3. Ja, wie gesagt, ihr kennt es ja schon von der harten Tour im Sommer. Ja, als wir uns da den Canyon runtergeprügelt haben und wir im Hochseilgarten da akrobatische Stunts gemacht haben. Aber diese Farbe hier, die finde ich einfach nur der Knaller, ey. Ja. Und selbst ich, alter Sack, kann diese Uhr noch tragen, ohne dass ich irgendwie blöd aussehe, ne? Aber es ist halt, das ist halt schon ein echtes Biest, ne? Aber selbst bei diesen Maßen finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber ja, guckt euch das an mit meinem kleinen Handgelenk, wie die Uhr aussieht. Die trägt sich, der Witz ist, die trägt sich halt, also ich könnte jetzt nicht sofort sagen, hätte ich eine MTG um oder nicht, nur weil ich den Arm drehe, ja. Weil sie ist halt einfach noch leichter. Und das starke Resinband, ja, ist halt auch hier dran, ne? Wie bei der MTG. Tolle Uhr. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ich komme ja aus der MTG-Fraktion, aber wenn ich das hier sehe, das ist halt auch echt schön, ne? 54,4 mal 61,2 und 16,5 dick. Die MTG hat etwas mehr als 13 mm Höhe. Ja, warum ist sie leichter? Warum ist das so? Das ist ganz einfach. Die MTG-Modelle, die haben Edelstahl um den inneren Kern verbaut und die Mudmaster-Modelle haben Resin, welches noch mit Fasern verstärkt wurde. Dadurch ist das Ganze einfach leichter, obwohl sie auch, ja, obwohl sie viel dicker ist, ne? Obwohl sie viel höher ist und viel größer halt auch ist. Man, schaut euch das an, ne? Das sind halt schon Welten, ne? Und auch die Dicke. Und auch die Dicke. Und sie ist leichter. Das ist schon echt cool, ey. Ja, für jeden, der Outdoor liebt und mal was Besonderes am Arm haben will, der ist mit dieser Uhr hier auf jeden Fall richtig gut bedient. Der Uhr können auch keine Staubkörner, Salzwasser, Schlamm, Sand oder ähnliches irgendwas anhaben. Ich hatte ja schon das ausführliche Review im Blog von 2 Varianten mittlerweile. Und ja, die Uhr ist einfach der Knaller. Und das Gute hier ist auch, dass die Lünette immer anders aussieht. Es wurde sogar extra ein eigenes Logo in Auftrag gegeben und der Designer Eric Hayes hat dieses Logo entworfen, was alle Uhren, die jetzt rauskommen werden, was alle Uhren auf der Rückseite haben werden. Ja, die Uhr wird ja von TAF Solar angetrieben. Ich gehe mal näher rein. Also bei der Uhr sieht man das sehr schön, die einzelnen Zellen. Bei der MTG ist es ja versteckt, diesmal sogar hinter so einem Musterzifferblatt. Hier
kann man es sehr schön sehen. Passt aber auch zur Uhr, finde ich, dass man es sehen kann. Ja, das ist halt schon ziemlich... Oh, komm. Ja, hier sieht man es richtig. Seht das? Finde ich sehr gut. Die Energie wird auch gespeichert. Es ist praktisch ein kleiner Solarspeicher da drin. Wenn ich die Uhr mal ein paar Wochen oder ein paar Monate in der Schublade liegen habe und hole sie dann raus, dann stellt sie sich automatisch wieder ein auf die richtige Uhrzeit und läuft. Und währenddessen geht sie praktisch in eine Art Tiefschlafphase, wo die wichtigsten Funktionen aber noch funktionieren, sodass die Uhr nie ganz ausgeht. Dank des Solarspeichers. So, und hier seht ihr jetzt ein schönes Foto von dem Lumen in der Lünette. Das ist wirklich total der Knaller, weil auch der Lumen ist in jeder Lünette anders. Und bei dieser GWG ist es so, dass bei den Anschlüssen ans Gehäuse quasi auch noch kleine Lumenpunkte drauf sind. Genauso wie oben an den 4 Elementen, die das Gehäuse festhalten, wo die Schrauben drin sind. Das sieht richtig, richtig cool aus. Kriege das leider im Video nicht dargestellt. Deswegen hier als Foto. Das große Foto könnt ihr euch auch noch mal gerne im Review anschauen. Es ist bereits in meinem Blog und ja, also das ist echt der Knaller. Also das kann ich nicht anders sagen. Haben sie richtig cool gemacht. Bei der MTG sieht es auch geil aus, aber hier bei der GWG sieht es noch cooler aus. Für mich war immer klar, MTG ist immer die erste Wahl. Aber je länger ich diese Uhr hier in der Hand habe, und man merkt es schon, also die ist ein bisschen schwerer. Bisschen schwerer. Ja. Ja, also je länger ich diese Uhr in der Hand habe und auch gerade mit dem Flare Wet, also ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden sollte, Leute. Klar, die Uhr am Anzug, das ist schon ein bisschen krass, ne? Das könnte wirklich schon ein bisschen heftig aussehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich tue mich bei der hier auch immer schwer, die einfach umzumachen. Also die hier zum Anzug, klar, das könnte echt schon ein bisschen den Rahmen sprengen, ne? Also wo soll ich da mit dem Hemd hin, ne? Aber ich bleibe dabei, sie trägt sich sehr, sehr angenehm. Also ich bin schon wirklich am Überlegen zum Mountainbiken. Das, ja, gefällt mir sehr gut. Also muss ich wirklich sagen. Und das Flare Wet, dadurch, dass jede Uhr unikat ist und auch hier mit den roten Details hier drin, ne? So ein Blutrot, auch hier in der Schrift, das gefällt mir richtig gut. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich entscheide mich immer sehr schwer, deswegen müsste ich beide nehmen. Welche würdet ihr denn nehmen? Ha, das würde mich wirklich mal interessieren. Wie gesagt, die MTG, das Video und das Review ist auch im Blog, auch sehr ausführlich. Und das GWG-Video schauen wir uns gerade an. Und der Beitrag ist auch in meinem Blog. Tolle Uhren, toller Start in das 40-jährige Jubiläumsjahr von G-Shock. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. G-Shock, alles richtig gemacht. Ich liebe eure Uhren und wir lieben eure Uhren. Es gibt so viele Anhänger. Ihr bringt so viele coole Uhren raus. Danke, danke, danke an der Stelle. Und auch vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt noch einige Videos mehr zum Thema G-Shock und 40-Jähriges. Seid gespannt. Abonniert den Kanal. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut und ein Like da lasst. Also bis dahin, ich wünsche euch was, ne? Macht's gut. Ciao.